Willkommen Freunde der analogen Unterhaltung zu einer neuen Folge von Hunter und Kron, heute mit Dungeon Fighter Feuer frei. Ja, weil es so schön war, geht es gleich wieder in den Dungeon. Auf das Spiel 2013 neu rausgekommen. Die erste von wohl 4 geplanten Erweiterungen, nämlich Feuer, Wasser, Erde, Luft. Und hier steht, hinein in das lodernde Inferno und neue fiese Monster braten. Ja, die feuerfreie Erweiterung von Dungeon Fighter bringt eine ganze Menge Sachen, eigentlich von allem etwas. Wir bekommen einen neuen Endgegner, den Bullrock, und wir bekommen neue normale Monster. Der Phönix, ziemlich stark für ein Hühnchen, das anscheinend Feuer furzen kann. Dafür dürfen wir im Kampf auch zusätzlich diesen Feuerelementarwürfel verwenden. Und hier die Firewall, kaum zu überwinden als Spezialfähigkeit. Erfordert sie einen neuen Spezialwurf, wir müssen über die Feuerwand werfen. Einen neuen Helden, Melissa, die Feuerhexe. Ja, und hier ist so ein neuer Dungeonplan. Da sieht man, es gibt neue Spezialräume, die neue Spezialwürfe erforderlich machen. Es gibt aber auch neue positive Räume wie den Feueraltar, wo den Helden einfach dieser Feuerelementarwürfel als zusätzlicher Würfel zur Verfügung steht. Ein paar neue Gegenstände. Und es gibt einen neuen Mechanismus. Nämlich es gibt jetzt zusätzlich zu den Gegenständen Machtkarten. Ähnlich wie Gegenstände geben sie den Helden neue Fähigkeiten und Effekte, aber sie dürfen nicht wie Gegenstände untereinander getauscht oder weitergegeben werden, sondern es ist einfach eine Fähigkeit, die sozusagen dieser eine Held dann erlernt. Und diese Machtkarten werden nicht mit Gold bezahlt, sondern mit Erfahrungspunkten. Das sind diese schwarzen Marker hier. Die Erfahrungspunkte können auch von den Helden gesammelt werden, während sie sich durch den Dungeon prügeln, indem sie wenn Sie einen Wurf machen, wo Ihre Spezialfähigkeit aktiviert wird, freiwillig auf den Benutzen dieser Spezialfähigkeit verzichten. Einfach vielleicht, weil es gar nicht notwendig ist. Der Drachenrülpser. Für einen Erfahrungspunkt darf ich die Feuerschablone auf den Trefferspielplan werfen, die dann für die Dauer des ganzen Kampfes dort liegen bleibt. So zum Beispiel. Dann liegt diese Schablone auf dem Spielbrett und gibt den Helden eine neue Trefferzone. Und hier in dem Fall hat es sogar so ein Loch abgedeckt, also da kann der Würfel dann auch nicht mehr reinfallen, das ist echt super. Allerdings fand ich so ein bisschen, diese Schablonen haben so ein bisschen die Tendenz auch, diese Ecken, die sind auch ganz gute Würfelfallen. Da prallt der Würfel auch gerne mal ab und landet dann wieder im Abseits. Also es ist nicht ganz leicht, auf die Schablone wirklich zu treffen, aber natürlich so ein Loch abzudecken, das ist schon echt super. Auch die Monster lernen neue Sachen, vor allem natürlich diese neuen Feuermonster. Hier gibt es zum Beispiel den roten Drachen, ein Stufe 4 Monster, der hat die Spezialfähigkeit Explosiv. Wirft zu Beginn des Kampfes die Explosionsschablone, das ist die hier und das ist jetzt gar nichts Gutes. Es ist auch eine zusätzliche Trefferscheibe, aber die sollten wir jetzt eher nicht mit unseren Würfeln treffen, weil dann macht's BOOM. Mein neuer Lieblingswurf in der Erweiterung feuerfrei ist hier der Flammenring. Ja, man muss den Würfel durch den Flammenring werfen, er muss dann auf den Tisch aufschlagen und dann auf der Scheibe landen. Probieren wir es mal. Dungeon Fighter Feuer frei bringt von allem etwas mehr Monster, einen neuen Endgegner, eine neue Karte, von allem ein bisschen mehr. Ja, und wenn man Dungeon Fighter mag und Dungeon Fighter Fan ist, dann wird einen auch diese Mini-Erweiterung glücklich machen, weil man einfach ein bisschen Abwechslung und ein paar neue Elemente bekommt und Schaden über Zeit, Erfahrungspunkte, coole Schablonen und, wo man sich natürlich vor allem danach gesehnt hat, noch verrücktere Spezialwürfe. Ja, und natürlich einfach wieder sehr, sehr liebevoll gemachte Karten mit tollen Zeichnungen, witzigen Sprüchen. Bullrock, ich kann hier vorbei. Ja, der Mechanismus ist natürlich der gleiche wie immer. Wisst ihr ja auch, man liebt es oder man hasst es oder man kann es oder man kann es nicht. Aber ich liebe es. Und ich bin immer noch am Üben, Das Einzige, was man sagen kann, klar, es sind wenig neue Machtkarten dabei, weil es ganz klar darauf angelegt ist, dass wohl mit den anderen Mini-Erweiterungen auch noch Machtkarten kommen und dann wird es erst einen Stapel der Abwechslung bringen. So sind es jetzt einfach natürlich reine Feuermachtkarten und so ist automatisch in jedem Spiel natürlich jetzt, wenn man mit diesen Machtkarten spielt, Feuer mit von der Partie und ich glaube, richtig spannend wird es dann, wenn das natürlich dann, so stelle ich mir jetzt zumindest vor, ein gemischter Stapel Erde, Luft, Wasser und so weiter ist und dann eben unterschiedliche Helden sich in unterschiedlichen Künsten bilden. Aber ich meine, der Anfang ist gemacht und ich bin wirklich gespannt, was da noch kommt.